Management arbeiten und das klären wir. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit nachher haben, zeige ich noch so die ein oder anderen lustigen Produkte, die wir so im Vertrieb haben. Also, wenn man nicht kalibriert arbeitet, sieht es in der Regel so aus, man sieht es am Beamer jetzt nicht ganz so deutlich, aber man hat auf dem Bildschirm die eine Darstellung und am Druckfotobuch oder auf dem Bild, was man ausbelichtet hat, hat man die Darstellung nachher. Und das ist nicht ganz so schön, man gibt ja sicherlich immer auch eine Menge Geld aus für seine Ausbelichtung. Hier sieht man erstmal so die erste üble Quelle des Problems. Gleiche Bildschirme, alle hängen am gleichen Rechner und trotzdem zeigen sie ein unterschiedliches Bild an. Und jetzt geht es darum, diese Bildschirme zu kalibrieren. Und was heißt das, die Kalibrierung? Die Kalibrierung heißt einfach, dass alle möglichst das Gleiche darstellen. Und zwar nach einer Norm, die ist Anfang der 90er Jahre ist die entwickelt worden von allen denen, die mit Farben zu tun haben, im Druck oder in der Bildausgabe auf dem Bildschirm. Wenn man nicht kalibriert arbeitet, passiert Folgendes. Mal ganz primitiv abgebrochen, man stellt die Kamera auf Schwarz-Weiß ein, die Daten überspielt man auf seiner Festplatte, die sind auch Schwarz-Weiß, und dann öffnet man das Bild auf seinem Bildschirm und was passiert? Grün. Und dann denkt man, hat die Kamera was falsch gemacht, wie auch immer. Ich muss das anwenden, was ich hier jahrelang in der Bildbearbeitung angelernt habe, also das Grün wegkriegen, damit ich wieder eine neutrale Darstellung hier am Bild habe. Und die Komplementärfarbe, also die Gegenfarbe, mit der man Grün rauskriegt, ist Magenta. Und was passiert? Die Daten sind auch Magenta. Denn die Anzeige meines Bildschirms ist falsch. Und der Drucker oder Dienstleister, der kann ja nur das drucken, was sie an Daten bekommen. Die können ja nicht auf ihren Bildschirm schauen. Und dann ist das Kind im Brunnen gefallen und in der Regel gibt man dann erstmal dem Drucker die Schuld oder dem Dienstleister die Schuld. Aber eigentlich ist es falsch. Man hat nur auf dieser falschen Basis nachgearbeitet. Um die Farben richtig einzustellen am Bildschirm, brauche ich ein Messgerät. Best natürlich ein für uns, es gibt andere, Spider 4 Serien. Und ganz wichtig, das geht vollkommen automatisch. Man muss also kein Seminar mehr besuchen, das ist ein komplett automatischer Vorgang. Da ist überhaupt kein Grundwissen dafür verantwortlich. An der Stelle, wenn man so ein bisschen etwas im näheren Kontakt ist, sagen ganz viele, mache ich selber. Ja? Nehme ich eine Graukarte, halte die neben den Bildschirm und gleiche das an. Was passiert dann? Es geht schief. Auge ist kein Messinstrument, das will die Natur auch gar nicht so. Und um das mal zu zeigen, mache ich mal mit Ihnen folgenden Test. Feld A oder Feld B, welches Feld ist heller? Feld raus. Ich habe auch mal kurz getestet. B. Noch eine Antwort? Das ist eben sehr schönes. Keiner traut sich, naja, löse ich es mal auf. Beide sind gleich hell, ne? Wenn ich hier schaue. Hier ist kein Übergang zu sehen, beide Felder sind gleich hell. Heißt, das Auge lässt sich sehr irritieren. Einerseits von dem viel zu hellen Umfeld, andererseits vom Schattenwurf, der da ist. Und das ist ein Grund, wieso man selber den Bildschirm nicht einstellt. Und das Auge ist kein Messinstrument, das will die Natur auch gar nicht. Wenn wir jetzt hier in den Raum reingehen würden, wie jetzt Kunstlicht, ja, dann würden wir alles gelb oder grün sehen, je nachdem, was für Lampen eingebaut sind. Aber das Gehirn ist so intelligent, dass das ausgeglichen wird. Und wir können ein Instrument stimmen, aber keine Farben einstellen. Das funktioniert. Jeder Bildschirm kann kalibriert werden. Also egal, ob man mit dem Laptop zu Hause arbeitet, Röhrengeräte machen noch viele, LCD, LED, vom einfachen Büromonitor bis zum hochwertigen Quad-Pro-Monitor überhaupt kein Problem. Die Kalibrierung dauert nicht lange, 2,5 Minuten. Und am Ende der Kalibrierung, dann sieht man immer ein Vorher-Nachher-Bild, wie es ohne Kalibrierung, mit Kalibrierung ausgesehen wird. Oder eben hier so schön automatisch. Wenn Sie die Software das erste Mal starten, hier beispielhaft das Spider 4 Elite, sehen Sie 4 Dinge, die Sie einstellen können. Erstmal, ob Sie ein LCD-Gerät haben, also einen Flachbildschirm, ob Sie ein Röhrengerät haben oder einen Laptop. Und Spider 4 Elite, der kann auch einen Videobeamer kalibrieren. Das ist ein Gerät hier oben, wo einfach das Ganze auf eine Leinwand geworfen wird.
Dann kommen ein paar nützliche Tipps. Also ganz wichtig, der Bildschirm muss aufgewärmt sein. Also mindestens eine halbe Stunde lang sollte er laufen. Der Bildschirm sollte möglichst die hellste Quelle im Raum sein, sodass man da kein direktes Licht drauf hat. Und auf Werkseinstellungen sollte man ihn setzen. Man hat schon bis dran rumgedreht. Das sollte zurückgenommen werden. Und beide anschließen. Häufige Supportanfrage ist, geht nicht und meistens ist das Spider nicht angeschlossen. Der Hitze des Gefechts, ne, Gerät ist neu, Software installiert, hat alles funktioniert und man hat vergessen anzuschließen. Und das ist ganz wichtig. Und dann kann man noch was einstellen. Es gibt hier 3 Dinge. Oben eine Standardkalibrierung. Eine Kalibrierung, wo ich eben mal ganz kurz überprüfe vor der RAW-Entwicklung, vor der Bildbearbeitung, stimmen meine Farben noch. Das geht ganz schnell, es dauert eine Minute etwa. Und eine vollständige Kalibrierung, wo man einfach beim ersten Mal das Ganze etwas länger dauert, wo alle Eckdaten abgeklopft werden. Jetzt sieht man hier Gamma-Wert. Weiß denn einer, was der Gamma-Wert ist? Da hinten ein Nicken, ich kläre es mal auf, ist glaube ich einfacher. Der Gamma-Wert definiert die Spreizung von meinem hellsten zum dunkelsten Punkt meines Darstellungsmediums. Also, der Bildschirm, der leuchtet. Beim Druck ist es so, das Licht fällt auf den Druck drauf und wird reflektiert. Heißt, das Weiß auf meinem Bildschirm wird immer heller sein als auf dem auf meinem Druck. Und das definiert der Gamma-Wert. Bildschirm hat ein Gamma 2,2. Das steht hier empfohlen. Der Druck hat 1,8. Beim Spider für Pro, Elite kann ich das einstellen. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt mein Bild zur Fotobuch-Ausbelichtung geben. Ich möchte vorher sehen, wie sehen meine Helligkeitsverteilung aus. Kann ich eben auf 1,8 den Bildschirm runterkalibrieren. Das ist schon mal ein Weg, um festzustellen, wie vorher meine Farben- und Helligkeitsverteilung nachher auf dem Bild aussehen oder aus der Aufbelichtung. Ich zeige nachher noch einen schöneren und eleganteren Weg, der absolut richtig ist. Dann ist das neu. Wer einen Spider 3 hat, kennt das nicht. Ja? Spider 4 erkennt jetzt, welche Leuchtmedien der Bildschirm verwendet. Also weiße LEDs oder was auch immer. Und dadurch ist er nochmal genauer als Spider 3. Hier sieht man nochmal Gamma 2,2. Danach stellt man den daneben hin auf den Ständer und das Umgebungslicht wird gemessen. Umgebungslicht spielt auch eine Rolle für die Darstellung meines Bildschirms und gerade für die Helligkeitseinstellung. Das können Spider 4 Pro und Elite. Unterschiede erkläre ich aber nachher. Und dann sagt er, hänge ich Bilder so drauf. So sieht das Gerät aus. Man sieht also, kann man nichts falsch machen. Hier hinter ist ein Gegengewicht, damit er auch hängen bleibt in der richtigen Position. Und für die noch ein Röhrengerät verwenden, da kann man einen Saugnapf dran machen. Kann ich den festpacken oder so. Und als nächstes misst er die Helligkeit vom Bildschirm aus und stellt fest, naja, bitte den Bildschirm noch ein bisschen heller oder dunkler drehen, das passt nicht ganz zum Umgebungslicht nachher. Das kann kein Messgerät automatisch einstellen. Diese Schnittstelle hat Macintosh und Windows zugemacht, im übertragenen Sinne. Kein Problem, man kann sich immer wieder anpassen und dann genau die Helligkeit auch einstellen. Was automatisch läuft, sind selbstverständlicherweise die Farben. Auf das Messgerät werden von hinten alle 3 Grundfarben drauf projiziert und entsprechend nach ausgemessen, wie verstellt ist das Ganze. Ja? Und all diese Differenzen, die festgestellt werden, die werden in eine Datei eingepackt, in ein sogenanntes Farbprofil, ein ICC-Profil. Und am Ende der Kalibrierung sagt man bitte abspeichern. Die Software legt das Profil genau in den Ordner rein, wo es auch hinkommt bei Windows und Macintosh. Und beim Starten greift der Rechner automatisch drauf zu. Und dann kommt ein Vorher-Nachher-Bild. Ja, so sieht es nach der Kalibrierung aus, so vorher. Ja, bei dem Unterschied. Ganz oft rufen dann uns angerufen und gesagt, oh, das ist ja nachher schlimmer als vorher. Durchaus möglich. Das Gehirn hat sich so sehr an diese Falschdarstellung gewöhnt und korrigiert immer automatisch und plötzlich haben sie eine richtige Darstellung und dann würde man das oder kann man das sehr schnell als falsch empfinden. Ich empfehle immer mal den Rechner, auch wenn es schwer fällt, mal einen Tag auszulassen und dann nochmal neu zu starten. Das Gehirn hat sich dann auch so etwas zurückgesetzt nachher und entsprechend hat man einen besseren Eindruck. In der Regel geht es dann auch nicht.
bei den, also das war eigentlich Dann zeigt er an, in welchem Farbraum, was kann der Bildschirm. Ne? Sieht hier sRGB, man kann Adobe RGB anzeigen und er zeigt den Bereich an, den der Bildschirm kann. sRGB oder Adobe RGB, was stellt man an der Kamera ein? Weiß das einer? Und, aber man kann die dann eigentlich immer konvertieren. sRGB, noch einer? Das ist so ein Standardformat. Das können Sie dann eigentlich eintragen. Ja, die haben ja die Einstellmöglichkeiten offen. Ne? Man kann ja wählen. Ne? Adobe, also, man meint, also Adobe RGB ist natürlich der größere Farbraum. Ja, der Adobe RGB-Farbraum würde sich etwa in dem Bereich bewegen. Also hat für uns diese wichtigen Grünanteile nochmal mehr. Ne? Wir sind aufs Grün geeicht. Das haben wir ein Problem, wenn wir auf Adobe einstellen und wir haben keinen Bildschirm, der das darstellen kann. Und wir fangen jetzt mit Bildbearbeitung an, dann arbeiten wir an Bereichen, die wir nicht sehen. Und dann gibt es wieder Schwierigkeiten im Druck nachher, weil ich nehme Teile weg, die ich nicht sehe. Es muss nachher in sRGB umgewandelt werden. Ist auch nicht ganz so einfach. Wenn ich natürlich zu Hause einen Adobe RGB-Bildschirm habe, der mir das darstellen kann, dann wäre schon mal ein Grund, die Kamera darauf einzustellen. Dann müsste man sich aber noch mal Gedanken drum machen, wie kriege ich denn dieses sRGB-Format ein. Das ist schon ein bisschen, da sind schon ein paar Vorkenntnisse nötig. Es geht immer das in der Motorradkette. Der langsamste fährt vorne. So würde ich es auch im Farbmanagement betrachten. Also wenn ich keinen Bildschirm habe, der Adobe RGB kann, auf jeden Fall in sRGB einstellen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich diese Umwandlung mache, von Adobe auf sRGB, auch lieber auf sRGB einzustellen. In der Kette ist immer der gleichbleibende Wert der richtige. Also man sollte alle Dinge beherrschen, sodass man auch ein reproduzierbares Ergebnis hat von Druck und Monitor. Im Spider 4 zu Spider 3 wurde die Genauigkeit um 26% verbessert. Das sieht man an der Software, die ich eben gezeigt habe. Es gibt bei Spider 4 Elite die Möglichkeit festzustellen, wie genau farbtreu sind die Bildschirme auch, was können die. Und er ist auch schneller geworden. Das ist einfach nochmal ein wesentlicher Faktor der Beweglichkeit. Hier sieht man den neuen Sensor, der verbaut worden ist. Spider 3 hatte 3 Kanäle, Spider 4 hat jetzt einen 7-Kanal-Farbsensor, einfach nochmal auch an die neuen Bildschirme angepasst. Und man sieht hier einen Gelatine-Filter, der das Licht aufspreizt, der ist jetzt auch eingeschweißt und dass da die Lebensdauer nochmal erheblich erhöht worden ist. Und jeder Spider wird im Werk nachjustiert. Also ganz wichtig, die Endkontrolle, man wird in die Hand genommen, man kommt einer hin, misst den aus, arbeitet nach der Norm oder nicht. Also es ist, wird normalerweise kein Spider ausgeliefert, der nicht funktioniert. Die Geotextsätze. Beamer geht von der Kalibrierung her, wenn ich den Spider 4 Elite nehme, LCD, LED, Laptop, ganz wichtig, und iPad, iPhone. Ja, für die Nutzer, es gibt eine kostenlose App im App Store, die Spider Gallery Software, das ist eine Anzeigesoftware, mit der ich meine Bilder betrachten kann, und diese Software, die kann kalibriert werden. Jetzt hat man alles richtig gemacht, man hat zu Hause kalibriert, alles richtig eingestellt und legt die Bilder in die Fotocommunity hoch und alle beschweren sich. Farben stimmen nicht. Was könnte das für einen Grund haben? Ja, die arbeiten kalibriert, man arbeitet selber auch kalibriert. Farbrauminformationen. Man hat bei Photoshop so ein Häkchen, dann werden die nicht mit abgespeichert, um Speicherplatz zu sparen. Dann passiert Folgendes, für die das machen. Kein Anzeigeprogramm kann feststellen, in welchem Farbraum sich alles bewegt. Übertragen, beschreiben, ich schreibe einen Brief in Deutsch, der Herr vorne kann perfekt Englisch und Deutsch, übersetzt ihn in Englisch, der Brief geht nachher Französisch, Russisch, was auch immer, wieder an Deutsch zu mich zurück, dann wird der Inhalt der gleiche sein, aber die Worte werden andere sein und das wird nachher nicht übereinstimmen. So ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn man dieses Häkchen setzt, Farbeninfos löschen, das sollte man niemals machen, auch wenn es Speicherplatz kostet. Eine Sache, wie es noch zu Differenzen kommen kann, sind das blaue Schlafzimmer, blau gestrichen, die Bildbearbeitung zu machen und das rote T-Shirt anziehen bei der Bildbearbeitung. Was passiert dann? Das Auge ist relativ träge, was Farbwahrnehmung betrifft, und kann man hier sehen, wenn Sie mal auf diesen weißen Punkt etwas länger schauen und sich darauf konzentrieren und einfach mal abwarten, was gleich passiert. Ich glaube, an den Bildschirmen kann man etwas besser sehen, wenn Sie drauf schauen und einfach mal sehen, was passiert, wenn ich umschalte. Es sollte so sein, dass es nachschwingt. Ich mache es nochmal, beim zweiten Mal wird es immer deutlicher. Ja?
Das Auge, da brennen sich sozusagen die Farben etwas ein und wenn man länger drauf schaut und die Bilder nachher umschaltet, sieht man einfach, dass es ein bisschen nachschwingt. Beim einen länger, beim anderen weniger. Heißt einfach, ich schaue auf die blaue Wand neben meinem Bildschirm, drehe mich wieder auf meinem Bildschirm drin, das Blaue hängt immer noch ein bisschen nach, ich korrigiere wieder an Software, weil ich denke, es gehört zum Bild dazu und dann habe ich Blau rausgenommen, obwohl es gar nicht nötig ist. Eine wichtige Sache. Jetzt kommen wir noch dazu, wenn wir jetzt den Bildschirm kalibriert haben und ich habe eben gesagt, der Druck, der ist nicht so hell, weil er reflektiert. Wie komme ich jetzt exakt zu meinem Ergebnis, was ich vorher habe, um vorher zu sehen, wie es nachher aussieht? Hier sieht man, der Bildschirm hat eine höhere Dynamik-Umfang als der Ausdruck und meine Anzeige sollte es jetzt so sein, dass die Anzeige um den Teil reduziert wird, den der Druck nicht hat, damit ich genau das sehe, was Sache ist. Die Softproof-Funktion, kennt ihr einer in Photoshop? Der mit Photoshop arbeitet, CS, ich glaube Lightroom 4 kann es jetzt auch. Es gibt eine Softproof-Funktion, die da ist. Das ist eine Drucksimulationsmöglichkeit. Man kann sich ja Farbprofile runterladen, entweder hat man Farbprofile auf seinem Drucker hinterlegt von den Papieren oder von seinem Dienstleister vielleicht, kann man sich die runterladen. Was mache ich mit denen? Kann ich in Photoshop anbinden in meiner Anzeige. Geht folgendermaßen, ich öffne mein Bild in Photoshop und dann gehe ich auf die Ansichtfunktion. Und dann gibt es die Möglichkeit, Ruf einrichten und Benutzer definiert. Und dann kommen alle diese Papierprofile, die ich habe. Wenn ich mir die runterlade, dann speichere ich sie ab. Die Hersteller oder die Dienstleister geben über genau den Ordner an. Auch wenn ich Fremdpapiere nehme wie Ilford für meinen Drucker, da gibt es auch Farbprofile für. Und dann lege ich dieses Farbprofil wie eine Ansicht über mein Bild drüber. Das wäre mein Originalbild in der Bildbearbeitung und das wäre mein Ergebnis im Druck nachher. Vorher, nachher. Man sieht also, das ist in den Helligkeitswerten geschnitten. Dann habe ich wirklich eine exakte Voransicht dessen, was mich nachher am Druck erwartet. Und der Vorteil ist dabei, ich kann mit mehreren Bildschirmen, mit mehreren Papieren arbeiten. Ich kann mir die alle hervorrufen, vergleiche, welches Papier passt am besten zu meinem Bild. Mattes oder Glänzendes ist ein hohen Kontrastumfang. Und natürlich, wenn ich mein Fotobuch zusammengestellt habe, auch dann kann ich das einlesen und weiß genau, was mich erwartet. Jetzt habe ich 20 Minuten geredet, jetzt wäre ich mal froh, wenn Fragen kommen würden zu dem Thema. Keine Fragen. Dann würde ich mal die Geräte. Haben Sie eine Frage? Erkläre ich gleich, ne? Machen wir die Geräte. Es gibt 3 Geräte. Druckerkalibrierung, also wir haben 2 getrennte Geräte. Die Druckerkalibrierung erklären wir vorne, ist unser Stand hier, das ist ein getrenntes Gerät. Diese Geräte, der Spider, ist für die Monitorkalibrierung. Deswegen getrennt, weil man ja den vielleicht in seiner Laptop-Tasche hat. Man möchte ja unterwegs seine Bilder zeigen. Der Drucker ist ganz woanders. Ja, da brauche ich die Geräte für die Druckerkalibrierung. Deswegen hat man sich für Datapolo entschieden, 2 getrennte Geräte zu machen und vor allen Dingen auch, man kann nachkaufen. Ne? Man kriegt ja schon hervorragende Ergebnisse mit den Farbprofilen der Papierhersteller hin in seinem Drucker, da drucken die ja farbecht. Wenn ich dann eine Steigerung haben möchte, dann kann ich mir den Spider Print nachkaufen, dann komme ich in diesen Feinart-Bereich hinein mit meinem Drucker, beziehungsweise im Schwarz-Weiß-Bereich. Da ist nochmal eine richtige Steigerung dann zu erreichen. Gerätunterschiede der Messepreise, also nicht erschrecken von UVPs, wer kaufen möchte, wird heute nicht angehindert. 3 Geräte gibt es, Elite, Pro und Express. Das ist schon seit Spider 3 so, die Unterschiede. Der Express, der kann nichts außer kalibrieren, macht er super, aber er kann nur einen Bildschirm an der Grafikkarte kalibrieren, er kann kein Umgebungslicht messen, das ist aber wichtig für die Bildschirmhelligkeit. Und man sieht, der Gammawert, den ich eben am Anfang erklärt habe, ist auf 2,2 definiert. Und ich sag mal, für den, der ab und zu am Laptop Bildbearbeitung macht, ist der vollkommen ausreichend. Wenn man etwas mehr möchte,
sollte man zu den Geräten Pro und Elite hingehen. Das ist erstmal die gleiche Hardware. Und man kann sich also ohne Schwierigkeiten für den Pro entscheiden und nachher die Elite-Software nachkaufen. Beide haben die Möglichkeit, Gamma-Werte einzustellen. Sieht man hier. Ne? Elite sogar alle Werte, ist in der Praxis für uns Fotografen oft gar nicht so sehr wichtig, aber wichtig ist 1,8, 2,2 geht. Wo liegen jetzt die wirklichen Unterschiede? Elite kann Videobeamer kalibrieren, kann der Pro nicht. Und Elite ist für die, die Schwarz-Weiß gerne machen, eine super Sache, denn da hat eine bessere Graustufenabmessung. Wenn die alle Geräte, die auf dem Markt sind, wenn von ganz hell bis ganz dunkel am Bildschirm liegen die 16 Punkte. Ja, diese abmessen. Elite, der kann die ganze Kurve abfahren. Das heißt, meine Graustufendarstellung ist noch erheblich besser. Das ist für die wichtig, die Schwarz-Weiß gerne machen. Da will man den ganzen Kontrastumfang sehen nachher und alles ganz genau feststellen. Für die würde ich den Elite empfehlen. Preise jetzt hier für den Elite 179 €, der Pro 135 €. Das ist in etwa so, wie der Online-Preis ist. Kann man es hier direkt mitnehmen. Haben Sie Fragen zum Geräteunterschied? Dann würde ich jetzt mal so ein bisschen weitermachen. Das haben wir ja im Bildschirm kalibriert. Es ist ja immer so ein bisschen lästig, also eine Pflicht. Ne? Und dann würde man jetzt zur Bildbearbeitung weitergehen. Und ich zeige jetzt mal, wie es dann in der Praxis funktioniert. Ich zeige mal gerne drüber am Stand, dann gleich nachher rüberkommen. Ich zeige mal eins unserer Lieblingsprodukte so zum Schluss zur Aufheiterung nach einem doch vielleicht etwas schwierigen Thema. Das ist Portrait Professional für die Porträtretusche. Kennt das einer schon? Gesehen schon mal? Portrait Professional. Porträtretusche ist ja nicht so ganz einfach. Ja, man muss eine hohe Kenntnis haben und man schießt auch direkt sehr schnell über sein Ziel hinaus und muss kommen und es darf nicht unnatürlich aussehen. Und mit Portrait Professional ist das ganz, ganz einfach. Ich öffne mein Bild. Olivia begleitet mich immer wieder auf Messen. Kennen Sie nicht, sie wird wohl aus England kommen, weil der Hersteller auch aus England kommt. Und ich definiere der Software, ob ich ein männliches oder weibliches Porträtbild habe. Das ist weiblich hier in dem Fall. Und dann sagt er, klick doch bitte einfach in deinem Bild genau das an, was rechts vorgegeben wird. Und dann geht immer so eine Karte auf, kann man nichts schief machen, geht ganz, ganz einfach. Mache ich jetzt mal linke Auge, linke Seite, rechte Auge, rechte Seite, Nasenspitze, linker und rechter Mundwinkel. Es findet eine Gesichtserkennung statt. Er weiß also jetzt, wo die Augen sind und Nase. Dann kann man noch etwas korrigieren. Ich gehe auch weiter, weiter. Mund geöffnet, Mund geschlossen in dem Fall. Mund geöffnet. Und dann gehe ich auch weiter. Und dann sieht man schon genau, wie die Maske hier ist, ne? Wie es aussieht. Erklärt er nochmal ganz genau. Und dann wird Olivia automatisch retuschiert. Da ist er. Ne? Gesichtsverformung macht er, kann er wirklich erstmal ausschauen. Ja? Machen wir jetzt mal. Du kannst sagen, ich glaube, in Kumpel jetzt in Luxemburg. Dann werde ich noch ein bisschen ranzoomen und man sieht jetzt hier vorher, nachher. Wichtig ist, man sieht es am Beamer jetzt nicht so deutlich, dass die Schärfe der Haut erhalten bleibt, dass ich keinen Weichzeichner-Effekt habe. Und jetzt nehme ich meine Retuschepinsel und gehe hier über die Glanzstellen hinweg und mache mir auch noch die Falten hier ein bisschen weniger. Vorher, nachher. Also alles Gute, vielen Dank. Und viel Erfolg. Ne? Kundenkreis, es gibt zwei große Kunden. Erstmal Kreise. Erstmal Familienfeier. Ne? Man kann mehrere Bilder auf einen Foto retuschieren, Halb-, Dreiviertel-Porträts, sogar eine Ganzkörperretusche ist möglich. Für die Profis, es gibt eine ganze Menge an Einstellreglern, die da sind und da wird es auch benutzt, das Produkt. Gesichtsverformung, wann macht das Sinn? Wir wollen immer in möglichst große, weite Augen reinsehen. Und ich würde mal sagen, es ist legitim zu sagen, ich öffne den Augenregler und ich weite die Augen etwas, sodass das Ganze etwas freundlicher aussieht. Ja? Kann man Taschenspielertrick, hat man zu Analogzeiten auch schon gemacht, ist eine legitime Sache. Es gibt zwei Varianten. Die Funktionen des Produktes sind identisch. Für 30 € die Standardvariante. Da kann ich Cheapex und 8-Bit-Tipps einladen. Da haben wir einen super Sonderpreis, ist schon ausverkauft, wird kostenlos zugeschickt. Und für 60 € die Studio-Variante, ich glaube, das ist aber begrenzt, 1 oder 2 haben wir noch da. Da kann ich RAWs einladen, 16-Bit-Tipps einladen und es läuft als Photoshop-Plugin bzw. Lightroom-Plugin. Man kann es auch darin öffnen.
Da merkt man dann... Eins meiner Lieblingsprodukte, wo man ganz viel mit arbeiten kann und wo man wirklich ein breites Anwendungsspektrum hat. Aber auch da, ich kann natürlich sämtliche Hauttöne einstellen, muss ich kalibriert arbeiten, ne? Und da kenne ich nicht, wie die Hautfarbe aussieht. Auch bei solchen Produkten ist das beider wichtig. Haben Sie Fragen dazu? Dann mache ich zum Schluss noch eins für die Makrofotografie. Haben wir noch eine Sache, wir haben ja noch ein paar Minuten. Dann erlöse ich Sie auch. Wer macht Makrofotografie? Makrofotografen hier. Da hinten. Makrofotografie heißt hier ein Leben mit Unschärfe. Ja? Der Schärfentiefenbereich ist ganz identisch, also bei einer ganz gering. Bei einer Blüte von vorne bis den Kelch hinten scharf zu kriegen, ist eine hohe Kunst. Da könnte man über die Blende arbeiten. Hat ein Problem, wenn ich zu weit abblende auf Blende 22 oder 32, dann kommt die Beugungsunschärfe ins Spiel. Heißt, das Licht wird so weit zusammengedrückt, dass nur die Innenbereiche im Objektiv benutzt werden. Ich habe zwar mehr Schärfentiefe, aber die Schärfe des Bildes lässt nach. Und jetzt gibt es folgende Technik. Man kann ein Stativ nehmen und eine Schärfenreihe machen. Ähnlich einer Belichtungsreihe. Also stelle hier scharf, da scharf und immer weiter. Und Helikon Focus, das ist das Produkt hier, rechnet diese Bilder zu einem Bild mit erweiterter Schärfentiefe zusammen. Macht er jetzt, ne? Im Mikrobereich, man sieht, wie er sich hier vorarbeitet, Scheibchen für Scheibchen macht er das. Er ist jetzt hier im Moment nicht und aber wo er ist, weißt du in nicht. dem Bereich sind 60 Bilder. Wenn wir normalerweise arbeiten wir so im 1:1 Makrobereich, also das, was die Objektive können, dann reichen 10, 12, 15 Bilder aus, um das vernünftig machen zu können. Und dann habe ich ein Bild mit erweiterter Schärfentiefe, habe ich folgenden Vorteil, ich kann mit meiner Idealblende arbeiten, also so 2 bis 3 Blendenstufen über der größtmöglichen Öffnung, da wo mein Objektiv die beste Schärfenleistung hat. Und ich kann nachher kappen, ne? Ich kann nachher sagen, bis dahin soll die Schärfentiefe sein und nicht weiter. Und ich habe die Möglichkeit, ein 3D-Modell mir daraus erstellen zu lassen, das kommt gleich, zeige ich dann gleich an. Es gibt, man sieht hier oben so eine kleine Kamera, Helikon Remote, das ist eine Fernsteuersoftware, die mitgeliefert wird mit Helikon Focus für alle die Nikon oder Canon verwenden, mit Live-View, ne, wo man auch über den Bildschirm scharf stellen kann oder reinschauen kann. Dann kann die Software die Kamera steuern. Dann kann ich sagen, von hier bis hier hätte ich gerne alles scharf. Die berechnet mir ganz genau, welche Blende, welche Entfernungseinstellung ich verwende dafür. Man sieht jetzt hier, fertig ist er. Von vorne bis hinten alles scharf, was ja vorher nicht der Fall ist. Und jetzt gibt es den Button 3D-Modell. Und dann kommt hier das Modell. Und ich kann das nachher als JPEG-TIFF abspeichern oder als Animation oder als Film, sodass ich da diesen Eindruck meines Bildes nachher habe. Haben Sie Fragen dazu? Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Da vorne können Sie gleich hingehen, können uns löchern. Mein Kollege ist schon da und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne vorbei. Vielen Dank. Ja.